Selbstliebe. Es fällt mir ein bisschen schwer, das Wort in den Mund zu nehmen, weil es jahrelang so war, dass, wenn ich es nur gehört habe oder auch gedacht habe oder gelesen habe, das instantan Kotzreiz in mir ausgelöst hat. Und ich vermute, das hat viel damit zu tun, dass meine Vorstellung davon, mein Bild davon sehr, sehr stark aus Klischees bestand und ein sehr verdichtetes, oberflächliches Bild davon war und auch sehr viel mit vielleicht eher demonstrativen Darstellungen von so etwas wie Selbstliebe zu tun hatte. Und im Verlauf der Auseinandersetzung mit dieser Frage, also die ist irgendwann natürlich doch ins Spiel gekommen und die Not, einen Zugang für sich zu finden, die Beziehungen zu sich zu verbessern. Das ist es ja im Grunde, dass die Art und Weise, wie man sich auf sich selbst bezieht, sich vielleicht ändern kann und wohlwollender wird, vielleicht gütiger wird. Diese Not hat dafür gesorgt, sich vielleicht auch ein bisschen zu öffnen für Zugänge, die mir vielleicht ästhetisch nicht so behagt haben, eine ganz lange Zeit und gegen die ich mich versperrt habe. Und es hat tatsächlich stärkere Konflikte gebraucht, also Konflikte, in denen mir klar geworden ist, dass die Art und Weise, wie ich mit mir umgehe und auch die Art und Weise, wie ich mich umgehe, zu sehr schlechten Entscheidungen geführt hat. Das waren Formen des Selbstbeschisses und so, also auch der analytische Zugang zu sich, dass man sich versucht, intellektuell zu verstehen, der ja natürlich auch vieles hervorbringen kann und auch manches ordnen kann und systematisieren kann. Auch der kann zu einem Selbstbeschiss werden, weil er vermittelt, dass man über gewisse Dinge vielleicht die Kontrolle hat, aber gleichzeitig suggeriert, dass es da vielleicht nichts anderes mehr gäbe. Also je nachdem, wie der eigene Verstand vor sich selbst dasteht und wie man ihn erlebt, kann das so sein, dass man wie ein inneres Bollwerk errichtet gegen Aspekte seiner selbst, die eine ganz andere Empfangsbereitschaft brauchen, vielleicht eine ganz andere Form von Medium oder Stätte und vielleicht auch Praxis, die Erfahrungen erlaubt, auch so komisch das jetzt klingt, von sich selbst berührt zu sein. Die Ablehnung gegenüber der Selbstliebe und dieser ganzen Thematik und dieses ganzen Komplexes hat aber auch damit zu tun, und das ist etwas, was ich erst nachträglich verstehen konnte, dass Augenblicke, in denen sich wirklich etwas, also in denen einem das Herz aufgeht und in dem sich etwas in einer Weise öffnet, wie man es zuvor vielleicht noch nicht kannte, man ganz stark auch von dem überrollt sein kann, was danach kommt, also was da mitkommt. Die Verzweiflung darüber, dass man das nicht kennt und dass einen das so überrascht. Die Ohnmacht gegenüber bestimmten Formen von Wucht, also von starken Intensitäten und die Trauer darüber, dass es einem so lange verschlossen geblieben ist. Und auch vielleicht die Überwältigung angesichts dessen, dass man noch gar keine richtige innere Antwortmöglichkeit vielleicht auf dieses Gemisch von Erfahrungen, von Empfindungen hat. Also dass man keine Sprache dafür hat. Dieser Verlust eines Instruments, was einen eigentlich ganz lange, wovon man sich getragen gefühlt hat oder was einem Stabilität geboten hat.
Diese Erfahrungen haben mir also gezeigt, dass in dem Moment, wo wirklich so etwas wie Selbstliebe aufblüht, mit allem, was dazugehören kann, der Schrecken umso mehr ins Feld kam. Und ich vermute, dass auch das ein Bestandteil meiner arroganten Ablehnung gegenüber bestimmten Stilistiken der Selbstliebe, also dass es davon mit beeinflusst war, zu spüren oder zu ahnen, dass da etwas auch aufgehen und aufplatzen könnte, das einen fluten kann. Und so hat es sich, also genauso hat es sich im Grunde gezeigt. Was sich auch gezeigt hat, ist, dass die eigene Interpretation dessen, was wir Selbstliebe nennen können, ebenso stark und ebenso individuell ist wie die eigene Interpretation von Liebe überhaupt. Also in welcher Weise richtet man sich liebend auf anderes? Ich würde sagen, für Menschen, für die das Thema Selbstliebe ein bisschen problematisch ist, kann es auch total hilfreich sein, sich dabei nicht streng zu beobachten, also sich nicht zu beschatten und sowas, sondern ein bisschen mitzuschneiden, ein bisschen die Aufmerksamkeit auch darauf zu richten, wie man anderes liebt, also wie sich das Gefühl von Liebe auf anderes anfühlt, was man macht, wie man auf jemanden oder etwas reagiert und irgendwie, dass das Wort Liebe ins Spiel kommt dabei und auszuprobieren, ob es auch möglich ist, das auf sich zu richten. Ich glaube, wir können nämlich davon lernen. Manchmal ist es einfacher, es erstmal an anderem zu lernen, aber sich eben aus dieser ganzen Geschichte nicht selber auszuschließen. Und ich denke, dass bei der Frage, wie sich eine echte, ehrliche, sich nicht selbst bescheißende Form von Selbstliebe einstellen kann, wie man dahin finden kann oder welche Möglichkeiten auch immer wieder auftauchen, was man alles ausprobieren kann, ist so ein bisschen wie, also warum dann nicht auch ungewöhnliche Wege gehen, warum dann nicht auch Möglichkeiten mitdenken, wo der radikale Entschluss zur Selbstliebe, und ich glaube, das ist wirklich etwas, das kommt dann ins Spiel, wenn ein Konflikt da ist. Das kommt dann ins Spiel, wenn wirklich in der Tiefe die Frage auftaucht, wonach richte ich mich aus? Mache ich es anderen recht oder mache ich es den internalisierten Vorstellungen von anderen weiterhin recht? Oder halte ich vielleicht für einen Augenblick die Ratlosigkeit aus, nicht zu wissen, wer das genau ist und was dieser jemand genau will, der nicht die anderen ist, sondern ich. Und sich das zu erfüllen. Also man muss sich im Grunde, weißt du, dann gezwungen, sich selber kennenzulernen. Und ich glaube, das ist wirklich, da gibt es so viele Ecken, aus denen gesehen das Thema Selbstliebe total gruselig ist. Und deshalb halte ich es auch für nichts, was irgendwie mit Leistung zu tun hat, sondern wo je nach eigenen inneren Brüchen auch es echt hilfreich sein kann, auch einen unkonventionellen Blick darauf zu richten, was Möglichkeiten bietet, irgendwie daran zu kommen, irgendwie auch vielleicht diese Leidenschaft zu entwickeln und der Selbstliebe so ein bisschen die Selbstgerechtigkeit zu entreißen und auch für sich zu beanspruchen,
etwas damit zu tun zu haben und etwas dazu sagen zu können und sich das zu nehmen, das vom Leben auch ein bisschen zu verlangen. Das sind alles sehr vehemente Schritte und das sind sehr vehemente Entscheidungen, die einen sehr tiefe Anker in sich selbst werfen lassen können. Und auch das kann Schmerz bedeuten. Die Brutalität, mit der man sich manchmal auf eigene Muster richtet, die Zögerlichkeit, mit der man einem Teil von sich irgendwann schließlich mal begegnet, die Hilflosigkeit gegenüber vielleicht auch der Feststellung, dass es einen ganz antagonistischen anderen Teil in einem gibt, der das Selbstbild sehr strapaziert. Und natürlich auch die Erfahrung, dass sich die Beziehungen dadurch ändern können, dass die in diesen Prozess mit einbezogen sind und das Auswirkungen darauf hat, wie man sich in dieser Menschenwelt bewegt. Und all diese Dinge laden das sehr auf mit vielen Seitenfragen. Das hört sich jetzt sehr bescheiden an, aber Seitenfragen, die auftauchen, wenn sich ein Mensch beginnt zu öffnen für die Frage nach Selbstliebe. Und dann kann es auch sein, dass diese Problematiken und diese Komplikationen entweder sehr lange nicht oder vielleicht auch nie, also thematisch bleiben und dieser Sprung in einen Zustand oder dieser vorgestellte Sprung in einen Zustand oder einen Modus, in dem diese Fragwürdigkeiten, denen man in sich und an sich begegnet, nicht mehr da wären, dass er zu den Akten gelegt wird, diese Vorstellung, und sich vielleicht eher sowas formulieren könnte wie Selbstliebe trotz allem.